Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid und wir backen wieder eine Pizza. Und dieses Mal eine richtig einfache, nach New Yorker Art. Klar, die Amerikaner, die wollen es einfach und trotzdem richtig lecker. Und eine Besonderheit hat diese Pizza nämlich. Diese Pizza muss man nur mit einer Hand essen können. Mit der anderen Hand möchten die New Yorker irgendwas machen. Wahrscheinlich was lesen oder mit dem Smartphone irgendwas klicken. Gut, wenden wir uns aber wieder der Pizza zu. Da bereiten wir den Teig vor. Für den Teig löse ich Hefe in Milch auf und gebe auch noch ein bisschen Zucker dazu. Dann nehme ich wie immer meine zwei Dinkelsorten, die mische ich vor mit dem Salz. Dann gebe ich die Milch-Hefe-Mischung hinzu, Olivenöl und eine kleine Packung Quark, ca. 200 Gramm. Das Ganze knete ich dann kurz für ein paar Minuten lang an und lasse das Ganze für 30 Minuten stehen. Hallo, geht auf! Die Zeit können wir schon mal für Vorbereitungen nutzen, zum Beispiel indem ich Mehl in meine Pizzateig-Brutkasten hineingebe. Oder auch schon mal die Arbeitsfläche bemehle, weil da knete ich nachher den Teigbolle so richtig lange durch. Aber bevor ich ihn erstmal so richtig durchknete, falte ich ihn erstmal ein paar Mal zusammen. Nach dem Ende des Knetvorganges habe ich meistens dann noch das ganze Mehl von der Arbeitsfläche aufgebraucht. Der Teig ist dann schön elastisch und ich kann ihn in zwei Teile teilen. Weil wir machen aus diesem Teigboller zwei Pizzas. Oh halt, das heißt ja anders. Das sind ja dann zwei Pizzen. Aus den zwei Teigkugeln mache ich dann schöne runde Formen und lege sie dann in den Brutkasten ab. Ich lasse dann den Teig für eine Stunde ruhen und diese Zeit nutze ich, zum Beispiel um den Mozzarella vorzubereiten, den schneide ich etwas kleiner oder die Arbeitsfläche wieder zu bemehlen. Dann wäre es jetzt soweit, wir holen einen Teigboller raus und formen daraus eine Pizza. Das machen wir mit den Fingern. Dann kommt als erstes die Tomatensauce drauf. Aber, wie schon gesagt, die New Yorker essen die Pizza mit einer Hand, also darf auch nicht so viel Tomatensauce draufgegeben werden. Dann geben wir noch ein bisschen Parmesan drauf, Chilipulver und ein bisschen Knoblauchgranulat. Wer möchte, kann natürlich frischen Knoblauch und eine frische Chili nehmen. So, jetzt kommt dann noch weiter der Käse drauf. Aber wundert euch nicht, für mich habe ich noch eine weitere Käsesorte drauf gemacht. Aber normalerweise kommt nur Mozzarella drauf. Mittlerweile haben wir den Ofen auch schon lange auf 270 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Warum? Mein Pizzastein, der muss ja die Temperatur annehmen. Auf die Pizza geben wir dann noch typisch etwas getrockneten Oregano und getrocknetes Basilikum drauf und dann ab in den Ofen. Und wenn dann die Pizza im Ofen ist, dann stellen wir den Backofen auf 300 Grad Oberhitze ein und dann glüht die Spule von oben auf die Pizza und die wird so richtig heiß gebacken. Wenn sie dann rauskommt, so wie hier, dann sieht die super lecker aus und die ganze Küche riecht nach leckerer Pizza.
Wir zerteilen natürlich dann die Pizza, wie wir es gewohnt sind. Und dann versuche ich mal, ob ich das wie die New Yorker machen kann, indem ich einfach mal so ein Teil nehme. Gut, aber wie ihr seht, wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von Norbis Kochstunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ich sehe euch wieder bei der nächsten Folge. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.